Wer würde es nicht lieben, wenn er risikolose Zusatzrenditen erzielen könnte? Aber da wird wohl eher der Wunsch der Vater des Gedanken gewesen sein, oder? Nein, es ist tatsächlich möglich. Arbitragegewinne lassen sich mit risikolosen bzw. fast risikolosen Aktionen erzielen. Und wir machen das heute, wen wundert es, mit Optionen. Bleibt also auf alle Fälle dran, wenn euch das interessiert. Das wird richtig spannend. Bis gleich. So, meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu dem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ein automatisches, möglichst risikoloses Zusatzeinkommen, das erwünscht sich natürlich jeder, weil das vieles erheblich einfacher machen würde. Mit dem richtigen Gespür und mit dem passenden Wissen ist das auch tatsächlich möglich. Anhand des DERI-Protokolls zeigen wir euch heute einen möglichen Weg zu arbitragieren. Wer das Protokoll noch nicht kennt, wir haben bereits einige Videos zu diesem Protokoll produziert. Guckt einfach in die passende Playlist mit dazu rein, welche wir euch einmal hier oben, aber auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Übrigens, wenn ihr die Arbitrageaktion, die wir nun in den nächsten Minuten vorstellen, für euch nutzt, helft ihr mit solchen Aktionen sogar noch mit, das betreffende Protokoll noch sicherer und stabiler zu machen. Beim DERI-Protokoll ist es tatsächlich auch so, dass hier ein intrinsischer Anreiz zum Arbitragieren geboten wird, um eben, wie schon gesagt, das Protokoll bzw. die Protokollinteressen auszubalancieren. Bevor wir reinstarten, noch eine kurze Bitte. Wenn ihr es schätzt, dass ihr mehrmals pro Woche von uns diese kostenlosen Mehrwerte bekommt, dann hinterlasst sehr gerne einen Daumen hoch, kommentiert oder leitet einfach nur diese Videos an andere interessierte Investoren weiter. Das würde uns sehr beim Kanalwachstum helfen. Jetzt genug gequatscht und es geht los. Wir möchten für euch nochmal kurz wiederholen, worum es denn heute geht, denn wir traden mit sogenannten Everlasting Options. Hier müssen wir ganz klar zu klassischen Optionen unterscheiden. Klassische Optionen haben einen Verfallstag, das heißt eine Restlaufzeit. Bei Everlasting Options ist das eben nicht so. Hier werden Optionen gebildet durch die Verkettung von mehreren Optionen, die sich immer wieder rollierend erneuern. Das bedeutet also einmal, dass wir hier nicht nur eine einmalige Prämie beim Verkaufen von Optionen kassieren, wie bei den Classic Options, sondern dass die Optionsprämien rollierend auf eine Woche verteilt bezahlt werden. Und zwar im Endeffekt ist die Optionsprämie bei einer Everlasting Options immer auf eine Woche bezogen, aber es wird quasi jede Sekunde ein Teil von dieser wöchentlichen Optionsprämie euch gut geschrieben. Und wie schon gesagt, durch die Tatsache, dass Everlasting Options auch keinen Verfall haben, ist die Umsetzung von einigen Strategien, die wir auch mitunter in unseren Trainings und Coachings vermitteln, wesentlich einfacher als mit den Classic Options. Von daher sind Everlasting Options noch eher für Anfänger geeignet als die klassischen Optionen. Wer über Everlasting Options noch mehr Informationen braucht, der kann hier einmal bei DERI einige Informationen finden oder auch in der erwähnten Playliste haben wir für euch schon einige Male ausgeführt, was denn Everlasting Options sind und wie diese genau funktionieren. Wir beobachten das DERI-Protokoll jetzt schon eine relativ lange Zeit, das sind, meine ich, schon knappe 2 Jahre, und in der Zwischenzeit ist es auch so, dass natürlich das Protokoll sich weiterentwickelt und hier auch in der Zwischenzeit eine Optionskette implementiert wurde. Eine Optionskette ist quasi eine Übersicht über alle laufenden Optionskontrakte mit zusätzlichen Informationen wie die Optionsgriechen, den Netto-Gesamtpositionen, den Finanzierungskosten, dem Orakel und dem aktuellen Preis und so weiter und so fort. Und das hilft natürlich einmal den Tradern bei der Übersicht der einzelnen Optionskontrakte, um die passenden Kontrakte für sich herauszusuchen, die auch am besten für die Umsetzung der eigenen Strategie prädestiniert sind, aber hilft auch nebenbei noch bemerkt, hier ein Ungleichgewicht in den Netto-Gesamtpositionen festzustellen und für sich durch Arbitragegeschäfte auszunutzen. Jetzt stellt sich natürlich erst einmal die Frage, warum denn das Protokoll und die dahinterliegenden Entwickler überhaupt ein ureigenes Interesse daran haben, dass die Netto-Gesamtpositionen in dem Protokoll ausgeglichen sind. Zuerst einmal die Frage beantwortet, was ist eine Netto-Gesamtposition? Eine Netto-Gesamtposition ist einfach die Saldierung der Long- und Short-Positionen in einem Optionskontrakt. Das bedeutet zum Beispiel hier, wenn wir uns den Ethereum 2400er Put-Kontrakt ansehen, so wie ihr ihn hier auch gerade seht, stellen wir fest, dass etwa 525 Einheiten in diesem Kontrakt Long aufgebaut sind. Das heißt, 525 Ether-Einheiten sind Long in diesem Kontrakt und Short sind 33,96. Und wenn man eben diese beiden Zahlen jetzt miteinander saldiert, sprich die Long
Long-Position hernimmt und die Short-Positionen dann davon abzieht, dann kommt man auf die Netto-Gesamtposition von momentan 491 Einheiten. Das heißt, wir haben hier einen Long-Überhang. Mehr Menschen haben diesen Optionskontrakt gekauft als verkauft. Die nächste Frage stellt sich jetzt natürlich, ob denn diese Netto-Gesamtpositionen, wenn sie unausgeglichen sind, zu Problemen im Protokoll führen können. Und das ist definitiv zu bejahen. Das Protokoll möchte am liebsten immer absolut ausgeglichene Netto-Gesamtpositionen, also eine Balance in den einzelnen Kontrakten. Ob das jetzt Futures, ob das Powers, ob das Optionen sind, ist mal grundsätzlich egal. Aber das Option möchte am liebsten ausgeglichene Kontrakte haben. Warum? Wir handeln hier ja nicht mit einem Orderbuch, wo Käufer und Verkäufer zusammengeführt werden, um ein Geschäft zu besiegeln. Nein, wir handeln hier mit einem Liquiditätspool. Das bedeutet, dass die Trader, die Positionen in den einzelnen Derivaten eröffnen oder schließen wollen, hier nicht mit dem direkten Handelskontrahenten handeln, sondern mit dem Liquiditätspool. Der Liquiditätspool sorgt dafür, dass Liquidität für den Gegenwert der Positionen bereithält und diese Liquidität muss natürlich von Investoren vorher bereitgestellt werden. Folgerichtig ist es natürlich auch so, dass immer die Gewinne der Trader die Verluste des Kapitalpools sind. Warum? Weil die Gewinne der Trader, die müssen ja irgendwo herkommen, die müssen von irgendjemand bezahlt werden und die bezahlt der Liquiditätspool. Andersrum ist es aber natürlich auch so, dass die Verluste der Trader die Gewinne des Liquiditätspools sind. Und hier kommen wir auf einen relativ interessanten Fakt zurück. Die meisten Derivate, Protokolle und Plattformen sind so aufgebaut, dass eigentlich die Trader, bedingt durch die Tatsache, dass relativ wenige professionelle Marktakteure dort vorhanden sind, in der Gesamtzahl immer mehr Verluste machen als Gewinne. Das heißt, die Gesamtzahl der Trader, übergreifend gesprochen, ist unprofitabel. Es gibt einzelne Trader, die sind profitabel, aber die Masse der Trader, wenn man es mit einem großen Durchschnittswert versieht, die verlieren mehr Geld, als dass sie das Geld gewinnen. Und dieser Umstand sorgt dafür, dass in den meisten Protokollen der Liquiditätspool auch kontinuierlich an Wert gewinnt, weil eben die Masse der Trader verliert. Und das ist natürlich eine sehr interessante Angelegenheit, weil hier mit einem relativ überschaubaren Risiko schöne Renditen erzielt werden können. Wichtig zu wissen ist jetzt der Umstand, was jetzt diese Netto-Gesamtposition damit zu tun hat. Die Gewinne und Verluste werden immer nur über den Liquiditätspool ausgeglichen, wenn eine Imbalance in der Netto-Gesamtposition existiert. Das bedeutet also, wenn ein Kontrakt vollständig ausgeglichen ist, das heißt Long minus Short 0 ist, dann bezahlen die Trader, die verlieren, die Gewinne derjenigen, die gewinnen. Das heißt, es wird ein direkter Austausch zwischen den Tradern vorgenommen. Warum? Weil ja die Kauf- und Verkaufsorder auch komplett ausgeglichen sind. Das wäre quasi so, wie wenn wir mit einem Orderbuch die Trader direkt zusammenführen. Und jedes Mal, wenn die Netto-Gesamtposition in die eine oder die andere Richtung ausschlägt und somit eine Imbalance verkörpert wird, dann muss erst der Liquiditätspool für diese Überhänge oder für diese Defizite aufkommen. Und somit hat natürlich das Protokoll einen ureigenen Anreiz, diese Netto-Gesamtposition immer ausgeglichen zu halten, damit der Pool möglichst wenig belastet wird, sondern nur seine Gewinne aufgrund der Tatsache erhält, dass hier kontinuierliche Gebühren von den Tradern bezahlt werden, die zum großen Teil in den Liquiditätspool als Gewinne reinfließen. Jetzt habt ihr mal schon relativ viel über die Mechanismen von dezentralisierten Derivate-Trading-Protokollen gelernt. Und jetzt wisst ihr auch schon wesentlich mehr als 90% aller anderen Marktakteure und könnt dieses Wissen vielleicht sogar in Zukunft auch für euch nutzen. Jetzt gehen wir mal zum praktischen Teil über. Wir haben jetzt relativ viel über die Mechanismen im dahinterliegenden Liquiditätspool gelernt und jetzt müssen wir das für uns natürlich ausnutzen. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Optionskette. Da gucken wir uns mal die Optionskette von Ether, von den Ether-Optionskontrakten an. Und hier suchen wir jetzt nach Optionskontrakten mit einem starken Ungleichgewicht. Warum? Weil über die Ungleichgewichte der Netto-Gesamtpositionen die Finanzierungskosten gesteuert werden. Das bedeutet, je höher ein Ungleichgewicht ist in einem Kontrakt, desto stärker verschieben sich die Finanzierungskosten, um der Gegenpartei einen Anreiz zu bieten, die Gegenposition in diesem Kontrakt einzunehmen. Und das ist jetzt wichtig zu verstehen. Das heißt, über die Finanzierungskosten wird ein Arbitrageanreiz geschaffen, den wir für uns nutzen können. Folgerichtig stellen wir fest, dass bei Kontrakten mit einem starken Ungleichgewicht in den Netto-Gesamtpositionen risikolose Überrenditen durch die Verschiebung der Finanzierungskosten möglich sind.
Wenn wir so einen Optionskontrakt nun gefunden haben, können wir dieses Ungleichgewicht auf zwei verschiedene Arten nutzen. Entweder wir können einfach, indem wir einen Kontrakt wählen, um zum Beispiel eine passende Strategie umzusetzen, die wir von vornherein umsetzen wollten, unsere Finanzierungskosten optimieren. Das heißt, wir können entweder unsere Finanzierungskosten minimieren oder vielleicht sogar noch einmal zusätzliches Einkommen bzw. zusätzliche Optionsprämien auf unsere Strategie einfahren. Wir können aber auch nur, indem wir einen Kontrakt möglichst intelligent auswählen, zusätzliche Optionsprämien vereinnahmen und somit nahezu risikoloses Zusatzeinkommen zu generieren. Und wie das nun im Detail und in der Praxis aussieht, gucken wir uns im nächsten Schritt an. Wie suchen wir nun also die für uns passenden Optionskontrakte heraus? Es ist an sich relativ unkompliziert. Und zwar, wenn wir hier in der Optionskette von Ether uns die ganze Sache angucken, dann müssen wir entweder Call-Kontrakte heraussuchen, die einen Strike haben über dem aktuellen Kurs. Warum? Weil dann das Delta so gering ist, dass wir mit nur sehr, sehr geringen Kursverlusten rechnen müssten, wenn der Kurs in die falsche Richtung geht. Und hier ist es zum Beispiel so, dass in der Call-Sektion relativ weit wir erst uns vom Strike entfernen müssten, um hier ein Ungleichgewicht zu finden. Wir haben hier zum Beispiel den 3900er Strike, der 159 Einheiten im Plus ist, oder hier den 4000er mit 201. Das ist grundsätzlich möglich, diesen hier zu nutzen. Wir werden das Beispiel jetzt aber anhand einer Put-Option einfach mal durchgehen, indem wir jetzt einen Strike raussuchen, der unter dem aktuellen Kurs liegt. Warum? Weil auch hier wieder das Delta verschwindend gering ist. Und hier sehen wir zum Beispiel schon, dass einige Kontrakte einen massiven Long-Überhang verkörpern und innehaben, und den können wir natürlich für uns sehr gut ausnutzen. Nehmen wir einfach mal hier den 2500er Strike her als Put-Option für Ether. Wichtig zu wissen ist, wir verkaufen hier ja immer die Optionen. Wir nehmen also die Gegenposition der Long-Position ein, damit wir die Finanzierungskosten bekommen. Es gilt grundsätzlich, dass die Long-Seite die Short-Seite bezahlt. Somit machen wir Stillhaltergeschäfte und verdienen risikoloses Zusatzeinkommen. Kursgewinne sind hier eher nicht zu erwarten. Und jetzt machen wir einfach einmal die Rechnung auf, welche Gewinne denn hier über die Kontraktarbitrage möglich sind zu erwirtschaften. Wir stellen noch mal fest, wir nehmen jetzt hier den 2500er Put von Ether, der momentan einen Long-Überhang von knappen 520 Einheiten verkörpert. Wir stellen hier fest, dass wir 0,99, also knappen US-Dollar an Optionsprämien pro verkauften Kontrakt bzw. pro verkaufte Einheit bekommen. Und ich habe vorher auch schon ausgerechnet, dass wir pro verkaufte Einheit in diesem Kontrakt, also pro einem Ether verkaufter Option, Kollateral bzw. Sicherheitsleistung in Höhe von 3 US-Dollar 50 hinterlegen müssen. Und jetzt machen wir einfach mal die Rechnung, welche Rendite denn hier praktisch möglich ist. Wir stellen fest, dass wir momentan 0,96 US-Dollar an Optionsprämie herausschlagen können pro Ether-Kontrakt. Und das setzen wir jetzt ins Verhältnis zu dem, was wir als Kollateral einsetzen müssen, sprich zu unserem Kapitaleinsatz. Und das waren 3,50. Das heißt, wir können hier pro Tag etwa 27% Rendite erwirtschaften. Ihr hört richtig, und wir haben uns hier auch definitiv nicht verrechnet. Ihr könnt bei einem Einsatz von 3 US-Dollar 50 oder pro Einsatz von 3 US-Dollar 50 momentan etwa 27% Rendite erwirtschaften, was hier diesen 0,94, 0,95, 0,96 US-Dollar an Optionsprämie entsprechen. Wie ihr hier selbst aber schon sehen könnt, verändern sich diese Optionsprämien, und zwar je nachdem, wie sich auch der Kurs verändert. Wichtig zu wissen ist auch, dass ihr dieses Spielchen nicht unlimitiert skalieren könnt, weil wenn ihr zum Beispiel den kompletten Long-Betrag jetzt shorten würdet, das heißt 519 Einheiten Ether in diesem Kontrakt verkauft, dann wäre zwar dieser Kontrakt ausgeglichen, dann würde eine 0 dort dran stehen, weil 519 Long-Positionen minus 519 Short-Positionen 0 ergeben. Dann würden aber auch sich die Finanzierungskosten ordentlich reduzieren. Ich würde mal schätzen, dass diese dann locker sich um 50% reduzieren würden, was natürlich immer noch interessant wäre, aber wie schon gesagt, es entfällt jedes Mal ein Stückchen der Anreiz zu arbitragieren, je näher wir an das Equilibrium, also an das Gleichgewicht eines Optionskontraktes hinkommen. Zu guter Letzt ist natürlich noch zu erwähnen, welche Risiken wir mit diesen Arbitragegeschäften eingehen. Das Arbitragieren per se ist an sich risikolos bzw. relativ risikoarm, aber wir haben euch vor ein paar Minuten schon erwähnt, dass wir hier
mit einem Hebel arbeiten, das heißt gehebelte Arbitrage-Geschäfte vornehmen. Diese Hebelung wirkt sich natürlich sehr, sehr günstig auf die potenziell erwirtschafteten Renditen aus. Wie ihr vorhin gesehen habt, sind hier zum Teil 27% pro Tag möglich. Aber wenn etwas in die eine Richtung gehen kann, kann es logischerweise auch in die andere Richtung gehen. Das heißt, hier sind mitunter relativ starke Kursverluste möglich. Was bedeutet das nun konkret? Wir haben vorher schon festgestellt, dass wir einen Optionskontrakt mit einem Delta gewählt haben, welches sehr, sehr gering ist. Das bedeutet, um nochmal kurz diesen Griechen zu wiederholen, wenn wir hier beim 2500er Kontrakt bleiben, dann bedeutet das, wenn Ether um 1% fällt, dann fällt der Wert dieses Optionskontraktes nur um 0,02%, also um einen wesentlich geringeren Anteil. Aufgrund der Tatsache, dass wir hier aber einen sehr, sehr hohen Hebel drin haben, zum Teil einen Hebel von 20, 30, 40, 50, das kommt immer auf die Skalierung an und wie sehr ihr eure Sicherheitsleistung dafür nutzt, um hier Renditen zu erwirtschaften, denn den Hebel könnt ihr natürlich selbst wählen, dann sind hier schon kleinste Kursveränderungen ausreichend, um euer komplettes Kollateral aufzubrauchen. Das bedeutet also im Umkehrschluss, dass wir hier natürlich auf Zeit spielen. Das ist eine Strategie, die darauf ausgelegt ist, dass nicht so viel Volatilität im Markt vorhanden ist. Je höher euer Hebel ist, desto geringer sollte die Volatilität ausfallen. Wenn ihr mit höherer Volatilität rechnet, dann ist natürlich ein geringerer Hebel notwendig, dann sind aber auch eure Erträge nicht so hoch. Das heißt, nochmal, das ist keine Strategie, die ihr über Wochen oder Monate so fahren könnt. Diese Arbitrage-Strategie profitiert definitiv davon, wenn relativ wenig Volatilität am Markt vorhanden ist und somit auch die damit einhergehenden potenziellen Kursverluste nur marginal sind. Wir spielen hier also definitiv auf Zeit. Das bedeutet, dass wir die Strategie verfolgen, dass wir über die angesammelten Optionsprämien unser Kapital so weit erhöhen können, dass das Kollateral möglichst stark anwächst und wir nach und nach immer mehr und immer größere Kursverluste problemlos abfedern können. Um dann aber auch irgendwann einmal, wenn die Strategie ihren Sinn und Zweck erfüllt hat, diese auch wieder zu schließen, um auf das nächste Ungleichgewicht zu warten. Zu guter Letzt stellen wir gemeinsam noch fest, dass es sie immer wieder gibt. Gelegenheiten, nahezu risikolose Zusatzerträge zu erzielen. Je tiefer man in der Materie drin ist, desto öfter erkennt man diese natürlich auch. Klar, es kommt eine gewisse Routine irgendwann einmal mit dazu. Man erkennt die Gelegenheiten viel, viel besser. Man bekommt ein sehr, sehr gutes Gespür dafür. Das ist natürlich nichts, was Anfänger von heute auf morgen lernen, sondern da gehört ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Praxisarbeit natürlich mit dazu. Das sind aber definitiv auch Erfolgserlebnisse, die Spaß machen, wenn es einfach mal nur 5, 6, 7 Tage in der Reihe ist, man 20, 25, vielleicht sogar 30% pro Tag erwirtschaften kann, auch wenn der eingesetzte Betrag relativ gering ist. Somit können wir euch nur ans Herz legen, immer wieder in euch selbst zu investieren und Wissen aufzutanken. Hört auf, irgendwelchen wenigen Investmentplattformen hinterherzuspringen, denn unserer Erfahrung nach enden 99% alle gleich, und zwar in einem Totalverlust der Anleger. Übernehmt somit einfach die Verantwortung für eure Finanzen selbst und guckt, dass ihr euer eigener Vermögensverwalter werdet. Wenn ihr Hilfe bei diesem Weg braucht, kommt sehr gerne auf uns zu. Wir haben in den letzten Wochen massiv unsere Angebote für euch erweitert, um auch wirklich sicherstellen zu können, dass für jeden das Passende mit dabei ist. Wir haben auch ein separates Arbitrage-Training für euch aufgesetzt, wo ihr mitunter genau diese Sachen, aber auch noch andere Arbitrage-Geschäfte von uns lernen könnt. Nutzt also dieses Wissen, das hilft euch dabei, einen wesentlich kürzeren Weg zu wählen und wesentlich schneller auch profitabel zu arbeiten. Vielen Dank für eure Unterstützung, für eure Aufmerksamkeit und für euer Like. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Video. Ciao.